Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Früher war ich auch mal jung. Eine Zeitreise durch meine Tagebücher von Bettina Tietjen bietet einen einzigartigen Einblick in das Erwachsenwerden und die persönlichen Wandel einer beliebten deutschen Fernsehmoderatorin. Das Buch ist mehr als eine Autobiografie. Es ist eine charmante, humorvolle und manchmal nachdenkliche Zeitreise zurück in die Jugend der Autorin. Mithilfe ihrer sorgfältig aufbewahrten Tagebuchnotizen nimmt Bettina Tietjen die Leser mit auf eine Reise durch die Jahrzehnte, gespickt mit authentischen Emotionen, Hoffnungen, Ängsten und Peinlichkeiten, die vielen aus ihrer eigenen Jugend bekannt vorkommen dürften. Durch ihre ehrliche und selbstironische Erzählweise entsteht Nähe zwischen Schreibender und Lesendem und ermöglicht es, Parallelen zum eigenen Leben zu entdecken. Tietjens Beobachtungen und Rückblicke sind sowohl unterhaltsam als auch tiefgründig. Sie reflektiert über die Zeit des Erwachsenwerdens, gesellschaftliche Veränderungen, kleine und große Katastrophen sowie über die schönen und schwierigen Momente, die das Leben prägen. Wer neugierig ist, wie sich das Lebensgefühl der Jugend zwischen den 1970er und 1990er Jahren entwickelte, findet hier ein unterhaltsames Kaleidoskop aus Erinnerungen, das zugleich inspiriert, über das eigene Leben und die Leistung des Erinnerns nachzudenken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Jugend und Erwachsenwerden. Emotionen und Herausforderungen. Eines der zentralen Themen des Buches ist das Erwachsenwerden über mehrere Jahrzehnte hinweg. Anhand ihrer eigenen Tagebucheinträge schildert Bettina Tietjen die Hoffnungen, Träume, Unsicherheiten und Widersprüche ihrer Jugend. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um erste Liebe, Schulstress, Unsicherheiten oder den Versuch geht, die eigenen Eltern und Lehrer zu verstehen. Leser erleben hautnah, wie es sich anfühlt, Orientierung zu suchen und sich selbst zu erfinden. Dabei bleibt Tietjen stets ehrlich und gewährt Einblick in Gefühle und Gedanken, die viele nicht auszusprechen wagen. Die kleine, manchmal große, Katastrophen und die Lebensfreude, die das Heranwachsen prägen, werden direkt und nachvollziehbar erzählt. Von kindlichen Schwärmereien bis zu den ersten Schritten ins selbstbestimmte Leben. Zweitens: Gesellschaftlicher Wandel und Zeitgeist der Jugendjahre. Durch den Rückgriff auf Tagebucheinträge aus mehreren Jahrzehnten wird deutlich, wie sich der gesellschaftliche Zeitgeist und die Lebensbedingungen für Jugendliche verändert haben. Von der BRD in den 1970ern bis zur Wiedervereinigung und die Veränderungen in den 1990ern spannt Tietjen den Bogen von politischen Umbrüchen über Modeerscheinungen bis hin zu kulturellen Entwicklungen. Themen wie die Rolle der Frau, der Einfluss von Popkultur oder die Veränderungen im Familienleben werden durch persönliche Erlebnisse greifbar. So wird das Buch auch zum kulturhistorischen Schatzkasten, in dem gesellschaftliche Normen und Werte auf ganz persönliche Weise wiedergespiegelt werden und der Leser eingeladen ist, Parallelen zur eigenen Biografie zu ziehen. Drittens: Peinlichkeiten, persönliche Erkenntnisse und Selbstironie. Bettina Tietjen gelingt es meisterhaft, ihre eigenen Jugendsünden und Peinlichkeiten mit einer großen Portion Humor und Selbstironie zu erzählen. Sie beschönigt wenig und zeigt, wie sehr wir an Situationen wachsen, über die wir vielleicht Jahre später schmunzeln können. Gerade diese ehrlichen und direkten Passagen erzeugen Nähe und Sympathie, weil sie verdeutlichen, dass niemand perfekt ist, auch nicht im Rückblick. Die Reflexion eigener Fehler und falscher Entscheidungen liefert wichtige Impulse dafür, sich selbst gnädiger zu betrachten und den eigenen Werdegang mit mehr Gelassenheit und Humor anzunehmen. Viertens: Familie, Freundschaften und Beziehungen. Ein weiterer bedeutender Aspekt des Buches sind die Beziehungen im Leben eines jungen Menschen. Tietjen widmet sich intensiv ihrer Familie, ihren engeren Freunden und ersten Beziehungen. Sie beschreibt, wie prägend diese Bindungen sein können, wie Rückschläge verarbeitet und Nähe genossen wird, aber auch, wie sich Rollenbilder wandeln und Konflikte entstehen. Leser finden viele ihrer eigenen Erfahrungen gespiegelt und lernen, dass auch schwierige Phasen und Konflikte Teil eines wertvollen Entwicklungsprozesses sind. Dabei bleibt stets spürbar,
welche Kraft und Liebe in Familien und Freundschaften liegen. Schließlich die Kraft des Erinnerns und Wertschätzung des eigenen Wegs. Abschließend beleuchtet das Buch die Bedeutung des Erinnerns und der eigenen Lebensgeschichte. Tietjen führt anhand ihrer Tagebücher vor, wie wertvoll es ist, sich bewusst mit den eigenen Erinnerungen auseinanderzusetzen. Das Aufschreiben und spätere Reflektieren ermöglicht Perspektivwechsel, neue Erkenntnisse und oft auch Versöhnung mit der Vergangenheit. Indem sie offenbart, wie die Gegenwart aus vielen kleinen Weggabelungen besteht, lädt sie die Leser ein, auch ihr eigenes Leben mit mehr Wertschätzung zu betrachten. Die persönliche Zeitreise wird so zur Liebeserklärung an das Leben und die Einzigartigkeit jeder Biografie. Zusammenfassend: Früher war ich auch mal jung, eignet sich für zahlreiche Zielgruppen. Menschen, die selbst in den 1970er bis 1990er Jahren aufgewachsen sind, werden viele Anekdoten und Entwicklungen mit einem Lächeln wiedererkennen. Junge Leser erhalten einen authentischen Einblick in das Lebensgefühl vergangener Jahrzehnte und können Parallelen und Unterschiede zu ihrer eigenen Jugend erkennen. Das Buch ist besonders für alle lesenswert, die Interesse an persönlicher Entwicklung, deutscher Zeitgeschichte oder autobiografischer Literatur haben. Bettina Tietjen gelingt es, durch ihre selbstironische und ehrliche Erzählweise Motivation und Mut zu spenden, die eigenen Fehler zu akzeptieren und auch die weniger perfekten Momente im Leben wertzuschätzen. Darüber hinaus inspiriert es dazu, das eigene Leben bewusster zu betrachten und sich mit vergangenen Lebensphasen auszusöhnen. Wer auf der Suche nach authentischen, humorvollen und zugleich tiefgründigen Einblicken in das Erwachsenwerden ist, wird mit diesem Buch bestens bedient. Im Vergleich zu anderen Büchern sticht Tietjens Werk durch den exklusiven Zugang zu eigenen Tagebuchaufzeichnungen und die Nähe zur deutschen Alltagsgeschichte hervor. Die Kombination aus persönlichem Erleben, humorvollen Anekdoten und gesellschaftlichem Kontext macht dieses Buch zu einer Bereicherung für jede Lebensbibliothek. Es zeigt, warum das Erinnern und Erzählen der eigenen Geschichte nicht nur unterhaltsam, sondern auch heilsam sein kann. Wer sich für das Leben selbst interessiert, sollte zu diesem Buch greifen, anstatt auf allgemeine Ratgeber oder distanzierte Zeitzeugenschilderungen zurückzugreifen. Denn hier trifft individuelle Perspektive auf universelle Themen. Wenn Sie unterstützen möchten, Bettina Tietjen, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.